Willkommen auf dem Pfad der Erkenntnis. Heute widmen wir uns einer der ältesten Fragen der Menschheit. Warum gibt es böse Menschen? Ist es angeboren oder ist es anerzogen? Oder ist es vielleicht ein unvermeidbarer Teil der menschlichen Existenz? Habt ihr euch jemals gefragt, warum es Menschen gibt, die absichtlich verletzen, zerstören oder Leid verbreiten? Warum manche Herzen kalt zu sein scheinen, während andere voller Mitgefühl sind? Die Frage, warum das Böse existiert, begleitet die Menschheit seit Anbeginn der Zeit. Philosophen, Theologen und Mystiker haben sie aus allen Blickwinkeln betrachtet. Und doch gibt es keine einfache Antwort. Es gibt viele Ansätze, dieses Rätsel zu betrachten. Manche sehen das Böse als ein Produkt von Schmerz und Trauma. Ein Mensch, der selbst in seiner Kindheit nur Gewalt erfahren hat, mag später Gewalt ausüben. Nicht, weil er von Geburt an böse war, sondern weil er gelernt hat, die Welt durch diese Linse zu sehen. Andere wiederum betrachten das Böse als eine bewusste Entscheidung. Manche Menschen erleben dieselben Schwierigkeiten im Leben wie andere, und dennoch entscheiden sie sich, Gutes zu tun, statt zu verletzen. Das lässt die Frage offen. Warum wählen manche den Weg des Lichts, während andere sich in die Dunkelheit begeben? In vielen spirituellen Lehren wird das Böse nicht als eine unabhängige Macht verstanden, sondern als das Fehlen von Liebe, so wie Dunkelheit die Abwesenheit von Licht ist. Wenn ein Herz frei von Liebe ist, entsteht Raum für Angst, Neid, Hass und Gier. Aus diesen Gefühlen wachsen Handlungen, die wir als böse bezeichnen. Und doch, so schwer es fällt, ist auch der Mensch, der Böses tut, ein Wesen, das ursprünglich aus derselben Quelle kommt wie wir alle. Das ist vielleicht der unbequemste Gedanke von allen. Das Böse lebt nicht in einer anderen Spezies Mensch, auch wenn es manchmal so erscheinen mag. Es ist eine Möglichkeit in jedem von uns. Vielleicht fragst du dich, wenn Gott so gut ist, warum erschafft er dann überhaupt eine Welt, in der Böses geschehen kann? Warum nicht einfach eine Realität, in der nur Liebe und Harmonie existiert? Warum nicht eine Welt, in der wir auf uns zugehen, mit Respekt, Liebe und Empathie? Und hier nähern wir uns einer Wahrheit, die viele nicht gerne hören. Liebe, Güte und Mitgefühl sind nur dann wahrhaftig, wenn sie aus einer freien Entscheidung heraus entstehen. Erzwungene Liebe ist keine Liebe. Erzwungene Güte ist keine Güte. Deshalb ist unsere Existenz so gestaltet, dass wir immer beide Wege sehen können, den des Lichts und den der Finsternis. Wir werden nicht gezwungen, uns für einen davon zu entscheiden. Wir haben nämlich ein Geschenk erhalten, das so unendlich wertvoll ist und das kaum jemand kennt. Gott gab uns das Geschenk des freien Willens. Freier Wille bedeutet, dass wir fähig sind zu lieben, aber auch zu verletzen. Dass wir bauen können und zerstören. Dass wir uns entscheiden können, Brücken zu errichten oder Mauern einzureißen. Und genau darin liegt die Antwort auf die eingangs gestellte Frage. Es gibt böse Menschen, weil jeder Mensch die Möglichkeit hat, sich frei zu entscheiden, sich von der Liebe zu entfernen oder sich ihr zuzuwenden. Und diese Möglichkeit wird nicht weggenommen. Gott gab uns das Geschenk des freien Willens, um aus ganzem Herzen richtig zu handeln. Was uns zu einem weiteren Punkt bringt: Ohne die Dunkelheit wüssten wir nicht, was Licht bedeutet. Ein weiser Spruch lautet: Wir müssen zuerst die Dunkelheit sehen, um das Licht zu erkennen. Und manche müssen erst durch die Dunkelheit gehen, um ins Licht zu kommen. Denn wenn es nur eines von beiden gäbe, nur Licht oder nur Dunkelheit, würde die Frage, warum es das Böse gibt, überhaupt nicht aufkommen, da alles gleich wäre und somit Normalität. Einen freien Willen kann es in so einer Realität nicht geben, er wäre regelrecht irrelevant. Denn wo alles gleich ist, muss man sich nicht entscheiden, es gäbe nur diese eine Seite. Ohne die Versuchung zum Bösen wüssten wir nicht, wie wertvoll es ist, das Gute zu wählen. Das Böse existiert also nicht, um uns zu quälen, sondern um uns zu prüfen und zu lehren. Es ist wie ein Spiegel, in dem wir uns selbst erkennen können. Jedes Mal, wenn wir uns bewusst gegen Hass, Neid oder Gier entscheiden, erheben wir uns über den einfacheren, dunkleren Weg. Daher ist es nicht immer ratsam, den einfachsten Weg zu wählen, sondern weise mit dem Herzen zu entscheiden und vor allem mutig zu sein. Mit dem Mut und dem Glauben an das Gute beweisen wir, dass wir das Geschenk des freien Willens nutzen, um etwas zu erschaffen, das größer ist als wir selbst. Böse Menschen existieren, weil wir frei sind. Und genau diese Freiheit macht das Gute, das wir wählen, so unendlich wertvoll. Das Böse wird es immer geben. Aber es wird auch immer Menschen geben, die sich bewusst für das Gute entscheiden. Nicht, weil sie es müssen, sondern weil sie es wollen. Und vielleicht beginnt die wahre Heilung der Welt nicht damit, dass wir das Böse zerstören, sondern dass wir jeden Tag aufs Neue unseren freien Willen nutzen, um ein Licht zu entzünden, auch dort, wo es am dunkelsten ist. Stellt euch mal vor, wie hoch die Schwingung hier auf der Erde wäre. Wie wir also sehen,
ist es jedem Menschen selbst überlassen, ob er sich für das Gute oder das Böse entscheidet. Da Gott uns den freien Willen geschenkt hat, wie wir uns letztendlich entscheiden, bleibt jedem von uns selbst überlassen. Vielleicht ist das, was Gott uns durch die freie Entscheidung wirklich gegeben hat, nicht nur die Freiheit zu handeln, sondern auch die Chance, immer wieder neu zu beginnen. Und so wie das Böse ansteckend sein kann, so kann es auch das Gute. Am Ende ist die Frage nicht nur, warum es böse Menschen gibt, sondern auch, bin ich bereit, mich jeden Tag neu für das Gute zu entscheiden? Bin ich bereit, die Verantwortung für meinen freien Willen zu tragen? Nicht aus Angst vor Strafe, sondern aus Liebe zum Leben? Denn vielleicht ist genau das der tiefere Sinn, dass wir bewusst Licht wählen, auch wenn es manchmal einfacher wäre, im Schatten zu bleiben. Vielen Dank, dass ihr heute diesen Pfad mit mir gegangen seid. Haltet euer Licht hoch und bis bald.